Ich gehe davon aus, dass du Unity schon mal installiert hast und von da ausgehend würde ich dir kurz gerne zeigen, wie man in Unity ein neues Projekt anlegt, wie man am besten eine kleine Szene aufbaut. Das ist das, was ich dir in diesem Video zeigen möchte. So, wenn man das gemacht hat, dann kann man hier auf Projects gehen und einfach ein neues Projekt erstellen. Und ich würde tatsächlich nicht auf den Button New, sondern das daneben gehen. Falls man nämlich mehrere Versionen installiert hat, kann man die hier ganz gut auswählen. Und ich wähle jetzt hier die Version aus, gehe da drauf und dann werde ich gefragt, ob ich ein Template auswählen möchte, wo im Prinzip schon mal zusammengefasst ein paar Zusatztools sind, die man halt mit benutzen kann. In unserem Fall würde ich einfach das ganz normale 3D-Template benutzen. Alle anderen Sachen brauchen wir erstmal nicht. Beziehungsweise könnte man auch notfalls Sachen nachinstallieren, wenn wir sie halt brauchen. Genau, und dann gibt man einfach hier einen Pfad ein, im besten Fall einen, der nicht besonders lang ist, weil zu lange Pfade können halt Probleme bereiten. Bei mir ist es einfach auf der Festplatte D ein Unity-Ordner, wo ich alle meine Projekte drin habe. So was in der Art würde ich euch auch vorschlagen. Dann kann man einfach hier den Projektnamen angeben. In meinem Fall nenne ich ihn einfach, wie ich schon ganz viele benannt habe, einfach Testvideo, sage ich mal, und werde das Ganze erstellen. Und dann passiert im Hintergrund erstmal was. Und es wird dieses Projekt erstellt. Wenn Unity dann fertig ist und alles gestartet hat, dann müsste das in etwa so aussehen. Also man hat hier einen 3D-Raum, beziehungsweise so. Ich war hier noch in diesem Game-Bereich. Ich habe hier meinen 3D-Raum quasi unendlich groß. Ich habe ein Directional Light, also ein Licht, was Sonnenlicht emittiert. Und dann habe ich meine Kamera. Wenn ich die auswähle, dann sehe ich auch, was das für ein Ausschnitt ist. Das ist quasi auch das, was man als erstes sieht, wenn man dann später in diesem Spielemodus ist. Beziehungsweise das Ganze exportiert zu halt einem, ja, zu einer begehbaren Szene. So. Genau. Was man hier sieht, das ist relativ simpel aufgebaut. So. Also die Hierarchie, also alles, was man so an Objekten hat, das findet man hier. Rechts, da findet man die ganzen Optionen. Jetzt habe ich hier einfach drauf geklickt. Moment, den Bereich, den habe ich jetzt aus Versehen hier rausgeholt. So, also den Inspector, das ist der, den man wahrscheinlich am meisten sich anguckt, weil da sind halt alle Optionen drin. Je nachdem, was ich ausgewählt habe an Objekten, sind da die Optionen dazu drin. So. Hier unten ist mein Projektverzeichnis und tatsächlich das, was ich hier drin mache, das spiegelt sich dann auch im Explorer wieder, also auf meiner Festplatte quasi. Also es ist einfach nur eine bequeme Art, auf der Festplatte die Sachen zu sortieren. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das Ganze hier zu füllen mit Leben. Man kann im Grunde zumindest sehr einfache Aufbauten auch schon direkt in Unity machen. Sobald es komplizierter wird, also wo man tatsächlich Objekte selber erstellen muss, neu erstellen und nicht irgendwo findet, was man zum Import halt reinladen kann, dann, weil da muss man dann wirklich in anderen Programmen das Ganze erstellen, also wie Maya oder Cinema 4D oder Blender oder was nicht alles. Und das dann importieren als FBX. Das ist so ein typisches Austauschformat. In diesem Fall würde ich gerne zeigen, was man für Möglichkeiten hat, innerhalb von Unity Sachen zu bauen. Unter Game Objects, da findet man halt genau die Sachen, die wir halt brauchen. Also Licht zum Beispiel oder die 3D-Objekte, Kameras, das sind alles Sachen, die man hier hat. Die 3D-Objekte, das sind, also oben sind halt erstmal die einfachen, unten sind dann schon etwas, wie soll ich sagen, fortgeschrittenere Sachen, also mit denen man mehr machen kann. Ich würde mich jetzt auf diese oberen Sachen beschränken. Und das, was man am besten und am einfachsten nutzen kann, ist wahrscheinlich sogar die Plane. Also es ist eine einfache Fläche. Da
wenn man sich jetzt hier bewegen möchte, dann kann man das halt am besten machen, wenn man eine Maus mit 3 Tasten hat. Also ich zeige mal, welche ich habe hier. Also ich habe hier die 3 Tasten. Das Rad in der Mitte ist die 3. Taste, die kann man runterdrücken und dann hat die halt auch eine Funktion. Und man kann das halt wunderbar mit der Alt-Taste, also wenn man die Alt-Taste auf der Tastatur drückt, dann sieht man auch schon, dass sich das Icon hier ändert zu so einem Auge. Und dann kann man die mit der linken Maustaste die Szene drehen, mit der rechten Maustaste rein und rauszoomen und der mittleren bewegen. So. Wer schon mal mit 3D-Programmen gearbeitet hat oder vor allen Dingen auch in Maya, der kennt das System, weil das funktioniert da genauso. Das finde ich ganz gut, weil ich komme halt genau aus der Richtung. Deswegen musste ich mich da überhaupt nicht umstellen. Ansonsten, was auch geht, man kann die rechte Maustaste gedrückt halten, also nur die rechte Maustaste, und dann kann man tatsächlich, man sieht auch, dass das Auge hat jetzt hier 4 Tasten dazu bekommen, also hier so eine kleine Tetris-Pyramide oder so. Und das bedeutet, dass man hier mit den WASD, also wer Spieler ist, der kennt sich damit aus, der kann mit diesen Tasten halt sich bewegen. So. Also W nach vorne, D zurück, S zurück, A nach links und D halt nach rechts. So. Also das wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze schon mal so ein bisschen spielerischer zu durchfahren, die Szene. Ich bleibe jetzt weiter erstmal bei der Alt-Taste und den Maustasten. Das finde ich halt etwas intuitiver und einfacher und schneller zu erledigen. So. Genau, also ich habe jetzt hier meine Fläche. Ich zeige mir das mal an, indem ich die Kamera mal auswähle. Dann sehe ich, aha, das ist wirklich, sieht man ja auch hier schon, die Kamera steht ein bisschen weiter weg. Deswegen würde ich das Ding einfach mal vergrößern. Hier oben kann man die Tools dafür benutzen. Also ich habe ein Move-Tool, ein Rotate-Tool und ein Scale-Tool. Und damit kann ich halt die einzelnen Sachen bearbeiten. In dem Fall habe ich nur die Größe erstmal geändert. Gucken wir das mal an. Das sieht doch ganz okay aus. Und dann habe ich eigentlich schon einen Boden. Wenn ich das umbenennen möchte, dann kann ich hier einfach draufklicken. So, und dann nenne ich das Ganze mal Ground. Bei Namen ist es halt eigentlich immer ganz gut, wenn man keine Umlaute benutzt, keine Sonderzeichen. Ja, genau. Am einfachsten ist es natürlich sogar auf Englisch zu schreiben, weil da sind Umlaute und Sonderzeichen nicht drin. Und deswegen kann man das halt wunderbar verwenden, ohne Probleme zu bekommen. Genau. Wenn ich das habe, dann würde ich in meinem Ordner auch einen neuen Ordner erstellen mit dem Namen Materials. So, dann weiß ich nämlich, da sind meine ganzen Materialien drin. Und erstelle mal ein neues Material. Gehe auch wieder rechte Maustaste, Create Material. So, das Ganze kann ich auch benennen. Ich nenne es mal Ground. Dann weiß ich, dass es ein Material ist. Und das dann drauf zu bekommen, ist einfach per Drag and Drop. So, ändert sich jetzt nicht mehr so viel beim Aussehen, weil das quasi auch nur ein Standard-Shader ist, erstmal ohne irgendwas dazu. So, um dem Ganzen ein bisschen Leben einzuhauchen, ist ja meine Empfehlung, Quixel zu benutzen, die Quixel Bridge. Ich suche mir erstmal einen Boden aus und man kann tatsächlich auch, hier ist sogar ein extra, eine Kategorie, die Ground heißt, und Forest, Jungle, Roots und Other. Ich gehe mal auf Other und dann kann man sich hier aussuchen, was man so haben möchte. Mal gucken, vielleicht sowas hier mal. Genau, also wenn einem was gefällt, dann kann man sich das halt angucken. Man kann einfach draufklicken und dann sieht man so, wie das Ganze aussieht. Man kann sich das auch in groß ansehen. Und man kann sich ansehen, wie die einzelnen Texturen aussehen. Das ist schon ein bisschen spezieller.
Man weiß, was das alles tut. Und man kann das Ganze auch in 3D sehen und das Ganze auch drehen und so. Und dann bekommt man auch nochmal einen ganz guten Überblick, wie das so dann später aussehen könnte. So, da gehe ich mal wieder raus und entscheide mich dafür, das Ganze runterzuladen. Und man darf gerne darauf achten, das vielleicht nicht allzu groß runterzuladen. Also 2K ist das kleinste hier in dem Fall. Und 2K finde ich auch ganz gut von der Größe her. Weil wir gucken uns das alles auf dem Monitor an, was wir dann am Ende daraus produzieren. Und 2K, also Full HD quasi, das sollte für die meisten ausreichen. So, zumal dann das Objekt, was man sieht, ist ja auch nicht flächenfüllend meistens drin. So. Deswegen, also 2K, da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Genau, dann lade ich das Ganze mal runter. Entweder, wenn man hier auf Downloading klickt oder hier rechts oben, da sieht man, jetzt hat er 90% runtergeladen. Jetzt könnte ich das Ganze exportieren oder einfach gucken, wo es auf meiner Festplatte gelandet ist. Ich mache jetzt die rechte Maustaste, Go to Files und dann macht er mir meinen Explorer auf und zeigt mir, wo das Ganze gelandet ist. Und da sind meine ganzen Texturen dafür. Die brauche ich quasi. Und um es einfach zu machen, packe ich die mir per Drag and Drop in meinen Materials-Ordner. Das finde ich immer ganz praktisch. Und zwar, wenn ich hier, gehe mal einen Schritt zurück, Floor Tiles ist das Ganze, da ist es noch, ziehe ich mir hier mal rein und dann dauert es einen Moment und dann hat er mir das Ganze da reingelegt. So, ein kurzer Hinweis. Und zwar ist mir natürlich bewusst, dass nicht jeder diese Quixel Bridge hat oder beziehungsweise diese Quixel Library benutzen kann, weil die kostet Geld. Und zwar kostet die im kleinsten Paket 19 € im Monat. Wenn man wie ich täglich damit arbeitet, dann macht das auch Sinn, das auszugeben. Wer das jetzt einfach nur mal ausprobieren will, für den ist das natürlich wahrscheinlich zu viel. So. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze in Unreal zumindest kostenlos zu benutzen. Quixel wurde von Epic aufgekauft, das heißt, also die Macher von der Unreal Engine, und haben das dann kostenlos zur Verfügung gestellt, das ganze Material, aber nur in Verwendung für die Unreal Engine. So, das heißt, man könnte es theoretisch zwar installieren und kann sich anmelden mit einem Epic-Account und dann kann man auf diese ganze Quixel Library zugreifen. Man darf sie aber eigentlich nur verwenden für die Arbeit in Unreal selber. Deswegen möchte ich gerne eine Alternative aufzeigen. Und zwar ist das hier, das ist die cc0textures.com. Da findet man verschiedene Materialien, also PBR-Materialien, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Also man kann wirklich quasi eine Suchmaske irgendwas eingeben, also Ground zum Beispiel, und hat dann verschiedene Bodentexturen und die sind genauso aufgebaut wie das, was ich gezeigt habe von der Quixel Library. Man hat hier verschiedene Größen. Man kann auch sagen, man möchte JPEGs haben oder lieber in der gleichen Größe die PNGs so. Das kann man sich dann aussuchen und ganz oft ist dann tatsächlich noch das Substance-File dabei, also sehr flexible Möglichkeit, dann in dem 3D-Paket seiner Wahl irgendwie damit zu arbeiten. Also das wäre eine super Alternative, wenn man diese Quixel Library nicht im Abo hat oder einfach nach einer Alternative sucht. So. Dieser kleine Hinweis einmal kurz zwischendurch und dann machen wir einfach mal weiter. So, das heißt, ich habe jetzt hier meine ganzen Texturen drin. Ich gehe da mal rein. Das sind genau die Texturen, von denen ich gerade gesprochen habe und die ich jetzt runtergeladen habe. Und die kann ich jetzt mir nach und nach hier reinziehen. Ich packe mir mal das Material am besten auch gleich in den Ordner rein. Dann habe ich alles schön sortiert. Ich weiß, dass dies das Material ist wegen dem Icon. Und dann kann ich halt besser die Sachen da reinziehen. Und wenn ich die jetzt damit belegen möchte, dann würde ich
Autodesk Interactive auswählen, hier oben bei Shader. Das ist eine bestimmte Art der Shader-Zusammensetzung, wenn man so will. Dann kann ich mir per Drag and Drop das rüberziehen. Also jetzt gibt es halt so ein Ding. Ne? Also wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann bin ich hier in den Textureinstellungen. Das kann gut sein oder schlecht. In diesem Fall ist es schlecht, weil ich ja eigentlich die Einstellung hier haben möchte und dann in die verschiedenen Slots meine Texturen reinbekommen möchte. Es geht tatsächlich, wenn man einfach drauf drückt und es festhält, dann bleibt das hier stehen, das ist gut. Und dann kann ich das da einfach reinziehen. Dann sieht man auch, aha, Textur wird übernommen. Wenn einem das hier Probleme bereitet, dann kann man hier oben auch das Schlosssymbol anklicken und dann bleibt dieses, egal was ich hier auswähle, ne, bleibt trotzdem der Shader hier zu sehen, weil das Schlosssymbol sagt, ich bleibe hier quasi. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen einfacher. Das ist das einzige AO, was hier anders heißt. Das heißt hier Occlusion. Also ne, AO steht für Ambient Occlusion. Das ist halt diese Art der Darstellung. Und das Ganze ist quasi, wenn man da mal hinguckt, sieht jetzt gar nicht nach viel aus. Aber die Zwischenräume, die werden ein bisschen dunkler dargestellt. Das ist ganz gut. Wenn man es hat, dann sollte man es auch benutzen. Displacement brauchen wir nicht. Normal ist das nächste, was wir benutzen. Und dann fragt er einem, hey, Moment, das ist aber noch nicht als Normal Map definiert. Fix Now erledigt das für uns. Das sollte man ruhig machen, dann ist das erledigt. Und Roughness ist ganz wichtig. Das ist quasi dafür zuständig, wie das Licht da reflektiert. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus, der Boden. Und bekommt sogar schon so eine Dreidimensionalität. Und jetzt ist es so, dass ich mir, also die Texturen selbst, ich gehe hier nochmal drauf, mach mal das hier weg, damit ich mir das hier angucken kann. Die Texturen selbst sind immer quadratisch. Und diese quadratische Textur, die liegt jetzt hier auf dem Rechteck. Ich habe das ja ein bisschen verzerrt und somit wird die Textur natürlich auch verzerrt. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man anfängt, dieses Tiling zu bearbeiten. Dieses Tiling ist im Prinzip dafür da, also wenn ich hier auf dem X stehe, dann kann ich die Maus drücken, halten und dann auch bewegen. Und was man hier ganz gut sieht, ist, dass dieses Tiling dann auch wirklich angepasst wird. Und im besten Fall passt man das so an, dass es vom Seitenverhältnis wieder einigermaßen stimmig ist. Also dass man schon das Gefühl hat, so, das sind auch wieder die einzelnen Kacheln und die waren ja eigentlich eher quadratisch. In der Textur, wenn ich mich recht erinnere, ja genau, das sind quadratische Teile und dann kann man das dementsprechend anpassen. Wie gesagt, das macht man im Shader, unter Tiling, da guckt man dann, dass das halt wieder stimmig ist. Wenn man dann durch die Kamera guckt, dann sieht das doch einigermaßen okay aus, so vielleicht immer noch ein bisschen groß. Dann kann man das hier vielleicht auch noch weiter anpassen, bis man halt so eine Größe hat, die einem gefällt. Je öfter das wiederholt wird, desto schneller hat man halt auch das Gefühl, das wiederholt sich dann auf dem Boden. Also gerade wenn man, ich gehe mal hier in diese Ansicht, wenn man dann von oben guckt, so, dann sieht man halt, aha, ja, das wiederholt sich ja dann doch sehr häufig. Aber wenn man durch die Kamera guckt, fällt einem das halt gar nicht so doll auf. Und das ist halt der große Vorteil und das machen wir uns halt zunutze. Genau, und so haben wir quasi unseren Boden schon mal erstellt. Das sieht doch ganz gut aus. So, und, in der Form kann man jetzt auch weitermachen. Was ich jetzt mal mache, ist die Szene speichern, Save As. Und dann bin ich hier in meinem Unity Testvideo. Testvideo ist ja mein Projekt quasi. Dann im Assets-Ordner und Jens und Scenes. Und dann nenne ich das Ganze mal nach meinem Namen. Also Jens
oder Raum Jens könnte ich auch nennen. Und ich mache jetzt hier auch eine Nummer ran. Und wenn ich wollte, könnte ich jetzt hier nochmal sagen, hey, der Boden erstellt. Hier habe ich auch keine Leerzeichen drin. Ich mache das hier im sogenannten Camel Case oder Pascal-Schreibweise oder gibt es ganz viele. Also, dass ich anstatt einem Leerzeichen mache ich einfach mit einem Großbuchstaben weiter. Das ist so ganz praktisch, auch gerade wenn man auf verschiedenen Plattformen arbeitet. Also der eine auf dem Mac, der andere auf dem Windows-Rechner zum Beispiel. Dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man sowas beherzigt. Also keine Umlaute, keine Sonderzeichen und jetzt auch keine Leerzeichen. So. Genau. Und was ich hier gemacht habe, ist im Prinzip, hieran sehe ich immer, okay, das ist der Raum von Jens. Und zwar Version, naja, das ist halt die fortlaufende Nummer dann. Ich fange mit 1 an und das geht dann bis, weiß ich nicht, mal gucken. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig weit. Und am Ende habe ich noch kurz geschrieben, was habe ich denn da eigentlich gemacht als letztes. Dann weiß ich so in etwa, was da neu ist zu dem davor. So, wenn ich das gespeichert habe, dann kann ich hier auch nochmal gucken. In dem Jens-Ordner, Scenes, habe ich jetzt hier 2 Szenen. Und diese Szenen sind halt wirklich komplett unterschiedlich. So, also wenn ich jetzt hier Sample Scene einen Doppelklick drauf mache, dann sieht man, das ist halt das, was am Anfang erstellt wurde und nicht gespeichert wurde. Und das ist das, was ich mir erstellt habe und gespeichert habe. Das sieht dann anders aus. Wenn man wissen will, in welcher Szene arbeite ich denn jetzt gerade, weiß ich gerade gar nicht. Da muss man nur hier oben drauf gucken, da steht es immer. Also hier Boden erstellt, das ist meine neue Szene. So. Was ich jetzt ganz gerne machen würde, ist tatsächlich schon eine Gruppe erstellen. Heißt, ich gehe hier rein und mache eine Create Empty. Create Empty heißt ein Game Object. Und Game Objects, das können alles sein. So, da kann eine Kamera drin sein, also stellt es euch vor wie ein Koffer und man kann in diesen Koffer alles reinlegen. So, Skripte, da kann alles Mögliche rein. So. Und in diesem Fall ist es für uns einfach nur eine Gruppe und da machen wir alles rein, was irgendwie mit dem Raum zu tun hat, den wir bauen. Und dann kann ich das Ganze speichern. Also einfach Save, zack, und dann ist das da drin gespeichert. So, und dann kann ich anfangen, mir zum Beispiel den Rest aufzubauen. Also in dem Fall eine Decke zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe und jetzt kann ich halt diesen Raum tatsächlich auch benutzen und einfach ein Duplikat erstellen, wenn ich möchte. Steuerung D, hier steht immer der Shortcut dafür. Steuerung D, so. Und hier sieht man es auch, hat er schon gemacht. Ich mache erstmal die Wände vielleicht. Also Wall 1 nenne ich das Ganze mal. Und dann kann ich hier reingehen. Und das geht übrigens auch. Also man muss nicht hier unbedingt oben drauf drücken, wenn man in diese verschiedenen Modi will. Man kann auch die Tasten W für das Move Tool, E für das Rotate Tool und R für das Scale Tool benutzen. Ich habe jetzt E genommen für das Rotate Tool und drehe mir das. Und hier im Inspektor kann ich auch sehen, diese ganzen einzelnen Achsen. Hier habe ich fast genau um 90 Grad gedreht. Das mache ich mal lieber numerisch nochmal besser. Und dann kann man das einfach irgendwo platzieren. Und eine Besonderheit hier in Unity ist, dass man tatsächlich die Objekte wirklich nur von einer Seite aus wirklich betrachten kann. Von der anderen Seite, also von der Rückseite quasi, guckt man einmal komplett durch. Das ist aus Performance-Gründen so. Also das ist ein Feature, kein Bug. Das ist so gewollt. Nur, dass man sich da nicht wundert. Genau, dann kann ich mir hier so eine Wand erstellen. Wenn das ein bisschen überlappt, dann ist das nicht schlimm. Wie hier ist ein bisschen extrem vielleicht. Also ich mache das mal so. Vielleicht. Also man sieht es hier, so ein bisschen überlappen tut sich das hier. Das finde ich nicht schlimm.
Man sollte darauf achten, dass da kein Leerraum ist vielleicht. Das sähe dann später ein bisschen merkwürdig aus. Aber wenn es so ineinander gesteckt ist, dann geht das eigentlich. Zwischendurch immer mal gucken, wie das so aussieht von den Größenverhältnissen. Genau. Und dann auch hier kann ich einen neuen Shader drauflegen. Also ich gehe mal zurück in meinen Materials-Ordner. Und dann gehe ich wieder in diese Bridge und gucke mal, was es hier an Wandmaterialien gibt. Also ich gebe jetzt hier Wall ein und dann Surfaces. Und dann gibt es da allerhand Auswahlmöglichkeiten. Ich nehme mal Concrete oder so eine. Das sieht doch gut aus. Und vielleicht typische Berliner Wohnungsmauer. Nee, ist nicht, aber gefällt mir. So, wenn ich das habe, rechte Maustaste, Go to Files. Da sind jetzt meine ganzen Sachen. Gehe wieder zurück. Da ist der Gott sei Dank immer noch ausgewählt. Und dann kann ich das auch wieder per Drag and Drop in den Materials Ordner ziehen. Wird alles importiert. Und da gehe ich dann rein und erstelle mir mit der rechten Maustaste unter Create ein neues Material. Und das nenne ich Wall 1 und packe das per Drag and Drop drauf. Und dann auch hier wieder, ne, man kann jetzt dieses Schlosssymbol machen, mache ich nicht, weil das auch so funktioniert. Das darf man nicht vergessen, Autodesk Interactive. Ansonsten ist es so wie vorher. Den Albedo drauf, Ambient Occlusion drauf, zack, Normal und Fix Now und die Roughness, ganz wichtig, zack. So. Und dann ist natürlich das Tiling auch sehr wichtig, weil das sieht ja ein bisschen merkwürdig aus, so wie es hier drauf ist. Das heißt, ich wähle mir den Shader nochmal aus und das Tiling wird angepasst. So, dann muss ich mal gucken. Das sieht aus, als wäre es genau falsch rum, sehe ich gerade. Gucken. Ja, genau. Da habe ich leider noch keinen vernünftigen Weg gefunden, einfach die Textur zu drehen. Leider. Das fände ich ganz gut. Weil in diesem Fall muss ich dann wahrscheinlich sogar dieses Ding hier wieder drehen, damit es dann richtig drauf passt. Und zwar dann in dem Fall so. Das heißt, das hier ist 90, 90, 0. Und, achso, nee, das war ja richtig eigentlich. Minus 90. Und dann das ist klein. So. Und dann muss ich das Tiling natürlich gleich wieder anpassen. Das ist ein bisschen nervig. Aber vielleicht ist es auch einfacher, wenn man schon gleich den Shader drauf macht und dann später erst den Rest macht, also das Tiling. Dann kann man das hier besser sehen. So, das sieht dann schon eher nach dieser Wand aus, die ich eigentlich haben will. Ja, damit kann ich schon fast leben, würde ich sagen. Ja, sowas vielleicht. Und ich sehe, dass ich hier ein bisschen zu weit weg bin. Nee, doch nicht. Doch, bin ich. Da ist ein Abstand dazwischen. Schiebe ich lieber wieder zusammen. So, dann kann ich speichern. Zack. Und dann würde ich einmal ganz gerne hier auf den Lighting gehen, um einmal das Licht wirklich zu generieren. Das muss man einmal machen. Wenn das hier nicht zu sehen ist, dann kann man unter Windows und dann Lighting einmal gucken.
Wenn das nicht hinhaut, dann kann man auch hier unten einmal draufklicken. Also hier unten steht Auto Generate Lighting aus. Wenn ich da draufklicke, dann müsste ich eigentlich in dieses Lighting-Fenster kommen. Genau, und da ganz unten Generate Lighting einmal drücken. Dann wird das Licht einmal generiert und dann sieht das auch schon mal ganz anders aus hier. So, genau, und sieht dann auch gleich viel dreidimensionaler aus und viel echter, so, weil das Licht halt jetzt wirklich einigermaßen richtig berechnet ist. Hier ist also Game-Ansicht, sieht das so aus. Genau, damit kann ich ganz gut leben. Dann würde ich das hier auch wieder einfach duplizieren, also Steuerung D oder hier Edit Duplicate. So, und dann, der Name ist ein bisschen unglücklich mit den Klammern da. Mache ich mal hier eine Wall 2. So, die ziehe ich mal hier rüber und dann drehe ich das Ganze mal um 180 Grad. Damit ich hier auf der Seite dann auch die zweite Mauer habe. Und so bekommt das langsam eine Form. Gehe ich hier wieder raus. So, speichere das nochmal. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal zu duplizieren. Nenne ich mal Wall 3. Vielleicht nur um 90 Grad drehen in der Y-Achse und dann packe ich mir das hier hinten rein. So, und jetzt ist natürlich der Haken so ein bisschen, ne, dass das hier sehr doll überlappt. Aber wenn ich das jetzt wieder klein zerre, dann muss ich quasi ein neues Material da drauf tun, beziehungsweise die, ja doch, muss ich schon, um das wieder passend zu machen. Weil sobald ich das hier jetzt skaliere, skaliert sich halt die Textur mit. Das heißt, da muss ich dann wieder gucken, am besten. Das kann man übrigens auch duplizieren, also ein Shader, Duplicate, Wall, ich nenne es mal 3, ziehe das mal da drauf und dann ändere ich nur das Tiling von dem hier. Dann muss ich gucken, dass ich die richtige Seite erwische und dass das dann wieder von den Größenverhältnissen zueinander passt und das sieht ganz gut aus. Und wenn ich das habe, speichere ich das mal. Guck mal hier, das sieht doch ganz gut aus. Und dann kann ich das hier auf der anderen Seite auch machen. Ich mache mal auch wieder Steuerung D, Duplicate. Und dann habe ich das Ganze vielleicht um minus 90 Grad gedreht. Dann sieht das auch ganz gut aus. So, jetzt habe ich hier alles geschlossen. Speichere das nochmal. So. Und benennen das hier nochmal um. Das ist nochmal ein bisschen einfacher. Genau. Und hier sieht man auch schon der große Vorteil. Ne? Also ich habe jetzt hier alles in einem Ordner drin quasi, in einem Game Object. Kann das jetzt hier jederzeit an- und ausknipsen, an diesem Augensymbol. Kann hier auch die Hand. Dann kann ich es nicht mehr aus Versehen auswählen oder verschieben oder so. Und könnte auch das insgesamt an der Gruppe quasi bewegen, größer, kleiner machen. Und also das ist halt das, was später dazu führt, dass wir ziemlich einfach die Szenen zusammen bekommen. So. Genau, das würde ich jetzt auch wieder speichern. So. Und dann fehlt eigentlich erstmal nur vielleicht noch eine Decke, die man da reinmachen kann. Es sei denn, man möchte natürlich so einen offenen Raum haben, wo man nach draußen gucken kann. Man kann ja auch, einfach so ein, ja, wie soll man sagen, sieht aus wie ein Gefängnishof. Das kann man natürlich auch haben, wenn man das möchte.
Ansonsten kann man jetzt eine Decke noch anbringen und da würde ich tatsächlich auch den Boden einfach duplizieren. So, und nach oben ziehen und das Ganze auch benennen. Ceiling. Und dann müssen wir das Ganze auch noch drehen und im besten Fall oben die Z-Achse. Ich sehe es, weil die Achsen hier, also die Z-Achse ist die blaue, die rote ist die X-Achse und die Y-Achse ist die grüne. Und deswegen sehe ich das ganz gut. Wenn ich jetzt hier durchgucke, dann ist das hier mein Raum. Und was einem dann jetzt auffällt, ist, dass eigentlich das ein bisschen merkwürdig ist, weil natürlich müsste es ja jetzt so sein, dass das komplett dunkel wäre, weil Licht kann ja eigentlich gar nicht durch die Decke durchkommen. In Unity ist das aber so, dass das Licht und der Schatten erstmal unabhängig davon sind, beziehungsweise hier ist es so, dass das meiste über über das Ausleuchten, also die Global sozusagen arbeitet. Also hier, das ist das Licht. Hier hat man verschiedene Materialien, also Skybox Material. Das ist halt quasi ein, wo man den Himmel austauschen kann. Ich lasse das jetzt erstmal so, weil ich einen geschlossenen Raum zeigen möchte. Deswegen ist es eigentlich egal, wie das hier draußen aussieht. Dann das Sonnenlicht wird halt über das Directional Light gelöst. Genau, und dann hat man das Environment Lighting, also das Licht von der Umgebung und die Reflexion von der Umgebung. Und das kann man tatsächlich hier einstellen. Und man kann das hier auch komplett ausstellen. Ne? Also das ist halt das Environment Lighting. Und dann, also das ist wirklich nur das, was von dem Himmel kommt, wenn man so will. Das heißt, wenn das komplett aus ist quasi, dann sieht man auch, dass das Bläuliche weg ist. So, ne? Also diese bläuliche Färbung, die ist dann halt, ne? Hier ist es jetzt sehr gelblich, sage ich mal. Je mehr von dem Blau reinkommt, desto neutraler wird es hier gerade. Standard ist, glaube ich, 1. Genau, und wenn man das loswerden will, dann kann man das halt einfach runterdrehen. Jetzt ist immer noch Licht. Warum? Weil das Directional Light auch noch an ist. Das heißt, wenn ich hier in den Inspector gehe von dem Directional Light und die Stärke runterdrehe, also Intensity auf 0 zum Beispiel, dann sieht man davon eigentlich nichts mehr. Es ist hier fast komplett dunkel jetzt. Ich gucke mal, was hier noch fehlt. Genau, das sind die Reflexionen, die man hier noch sieht von der Umgebung. Die kann man auch runterdrehen und dann hätte man theoretisch komplett alles dunkel und hat nur noch Licht, was man dann selber im Nachhinein reinsetzt. Genau. Wenn das alles dunkel ist, dann sieht man natürlich nichts. Dann kann man hier anstellen, ob man das Licht überhaupt sehen will in irgendeiner Form. Das würde ich jetzt hier erstmal ausmachen, denn dann kann ich hier auch sehen, was ich tue. Und dann könnte ich anfangen, mir eigene Lichter in die Szene reinzumachen. Prinzipiell würde ich tatsächlich sogar dazu tendieren, hier unter Lighting so ein bisschen Umgebungslicht noch drin zu behalten, weil das, wenn man so will, das indirekte Licht simuliert. Also in Unity hat man erstmal nur direkte Lichter normalerweise. Aber um den Anschein zu bekommen, dass es auch indirektes Licht gibt, also was von der Wand reflektiert wird, würde ich einfach hier das so ein bisschen anlassen. Dann hat man so das Gefühl, dass da noch so Umgebungslicht drin ist. So. Genau, und ansonsten würde ich dann anfangen, hier mir eigene Lichter reinzusetzen. Das ist auch ein Game Object, wie alle anderen auch. Unter Light kann man zum Beispiel ein Spotlight erstellen. Und dieses Spotlight ist das, was man auch
denken würde. Ne? Also es ist halt ein Licht, was einem Spot nachempfunden ist. Das kann man hier zum Beispiel an die Wand packen. Also jetzt habe ich natürlich keine Lichtquelle in dem Sinne, also zumindest keine sichtbare, sondern nur das Licht selber, was ein bisschen merkwürdig sein kann. Also ich würde halt gucken, ob ich irgendwas finde, also irgendein Licht. Da könnte ich mal bei der Bridge gucken, fällt mir gerade ein, ob es dafür vielleicht sogar ein 3D-Objekt gibt, aber gibt es nicht, ne. Also irgendeine Lampe, irgendwas. Aber das sieht, glaube ich, nicht so aus. Was haben wir denn? Ja, ist alles Mögliche, nur keine Lichtquelle in dem Sinne. Aber die könnte man halt sich selber bauen und dann importieren. Da zeige ich auch gleich mal, wie man Objekte importiert. Hier hätte man auf jeden Fall zumindest einen Kerzenständer. Auch ganz nett. Und vielleicht einen Tisch. Das könnte ich ja auch gleich mal zeigen. Den kann ich schon mal runterladen. Das ist doch ein gutes Beispiel für etwas, was man importieren kann an Objekten. So, dann habe ich hier dieses Spotlight drin. Da kann man auch in Echtzeit sehen, wie es dann aussieht im Prinzip. Ich habe hier eine Range. Diese Range bedeutet einfach, wie weit dieses Licht strahlt. Die einfachste Art, also man kann das Ganze numerisch ändern oder hier an dem Punkt in der Mitte kann man sagen, wie weit soll denn dieses Licht strahlen. Da sieht man es auch. Ne? Hier strahlt es jetzt nur noch bis da oder soll es auf dem Boden auch noch scheinen, dann muss man das da machen. Cone Angle, auch eine Sache, die man hier theoretisch auch lösen könnte. Wie weit strahlt es denn jetzt zur Seite ab? Genau, dann hat man noch Intensity, also wie doll soll es denn leuchten, und man könnte auch eine Farbe einstellen, also wenn man irgendwie was Wärmeres haben möchte, dann kann man das hier drüber auch machen. So, genau, und dann habe ich hier quasi, mal gucken, das habe ich jetzt geschickterweise so platziert, dass die Kamera da gar nicht drauf guckt. So, mal gucken. Ja, da sieht man es. Ich habe ein Licht platziert in der Ecke. Wenn man wissen will, wie sieht es denn aus der Kamerahöhe aus, ne? Dann kann man auch ganz gut das hier rausziehen, dieses Game-Fenster, und kann das hier zum Beispiel andocken. Und dann kann man hier auf der Seite arbeiten, wenn man möchte, und auf der anderen Seite gucken, wie es aussieht. Das ist ganz praktisch. Und auch hier wieder am besten in den gleichen Ordner mit reinpacken, also in das gleiche Game Object, Spotlight. Und dann kann man das Ganze auch duplizieren, um dann vielleicht auf der anderen Seite auch gleich eins zu haben. Und man kann auch 2 auswählen und die duplizieren und dann weitere hier platzieren und so weiter und so fort, bis man halt so das hat, was man eigentlich haben möchte. So, ne? Also ich kann auch alle 4 auswählen, duplizieren und vielleicht hier, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber wenn das breiter ist, dann sieht man es schon. Machen wir jetzt hier nochmal ein paar hin. Das Ganze kann ich mir natürlich hier auch immer angucken, entweder mit Licht oder ohne. Diesen Game-Modus, den kann ich mir auch zack wieder da reinpacken. Dann kann ich hier besser gucken, wie das Ganze aussieht. Und durch Licht ist natürlich auch Dreidimensionalität da, ne? Also man modelliert ja mit Licht, wenn man so will. Dadurch kommen halt solche Strukturen auch erst zur Geltung so richtig. Genau, also das wäre halt so eine Strategie, um einen Raum zu bauen. Und dann kann man halt immer gucken, wie man das mit der Beleuchtungssituation machen möchte. Also wie gesagt, ne, man kann das hier auch komplett ausschalten. Also ich habe jetzt hier das Environment Lighting. Wenn das komplett aus ist, dann ist das die eine Sache, oder das Environment Reflection, genau das war das. Hier sieht man auch ganz gut, was würde passieren, wenn man das hier komplett ausmacht. Directional Light war, glaube ich, schon
komplett aus, ja. Was ich auch ganz gut finde, ist, das Point Light. Das ist halt quasi ein Punkt, der in alle Richtungen strahlt. Das kann man halt sehr gut nehmen, auch wieder, um so ein bisschen indirektes Licht zu erzeugen, so, oder bestimmte Ecken aufzuhellen oder den Fokus auf irgendwas zu setzen. So. Also die mag ich ganz gerne, um damit mal ein bisschen im Prinzip auch indirektes Licht zu erzeugen. Dafür finde ich die halt am besten. Und wenn einen das stört, dass hier diese Anfasser zu sehen sind, dann kann man immer hier drauf gehen. Die heißen Gizmos. Das sind diese Teile. Und wenn man die ausblendet, dann kann man halt nochmal ein bisschen besser erkennen, wie das dann später aussieht. Und bearbeiten kann man die ja trotzdem. Also wenn man zum Beispiel weiß, hey, ich habe nur ein Point Light, das ist das. Oder man sieht auch, wenn man es auswählt, dass das hier das in der Ecke ist. Ja, auch das kann ich hier einfärben, wenn ich will. Ein bisschen wärmer machen oder kühler. Oder damit kann man machen, was man möchte. Kann es trotzdem immer noch bewegen, auch wenn man es nicht sieht. Das ist hier einfach nur ein visueller Reiz, um zu gucken, wo sind denn Objekte in der Szene und wie viele habe ich da. Genau, aber die kann man halt auch super benutzen. Ich mache mal wieder weiß. Genau, das sind die Lichter. Jetzt würde ich ganz gerne zeigen, wie es ist, wenn man 3D-Objekte da noch reinpackt. Ich mache mir die Szene, glaube ich, doch nochmal wieder ein bisschen heller über das Environment Lighting. Beziehungsweise über die Reflections. Fand ich doch ganz gut. Vielleicht auch nur Reflections. Bisschen Licht, bisschen Reflection. So, dann würde ich mir in diesem Jens-Ordner, ich speichere das Ganze mal, in dem Jens-Ordner würde ich auch noch einen weiteren Ordner erstellen mit 3D-Objekten. So. Und da mache ich quasi das Gleiche, was ich vorher auch schon gemacht habe. Ich lade mir hier etwas runter. Wenn es runtergeladen ist, rechte Maustaste, Go to Files. So, da ist mein 3D-Objekt. Und das ziehe ich mir auch mal per Drag and Drop hier rein. Zack. So. Und wenn ich hier reingehe, dann sehe ich auch diese LOD-Stufen. Das ist halt quasi das 3D-Objekt. Und wenn ich das hier reinbekommen will, dann gucke ich mir mal diese verschiedenen LOD-Stufen an. Die sehen nämlich gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich aus, sind aber von der Größe her unterschiedlich. Also wenn ich hier mal gucke, also die beste Stufe ist immer LOD 0. Die hat hier 680 Kilobyte, also ein halbes Megabyte, wenn man so will. Ein bisschen mehr natürlich. Ja. Und dann gibt es die verschiedenen LOD-Stufen und ich würde es, glaube ich, tatsächlich erstmal mit der vielleicht LOD 3 ausprobieren. Später kann man die ja auch wieder tauschen, wenn man das Gefühl hat, hey, das sieht nicht gut genug aus. So. Aber in unserem Fall würde ich denken, dass hier so ein Objekt total ausreicht. Das hat hier so einen kryptischen Namen. Ich packe es mir wieder in diesen Ordner. Wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann fährt er übrigens genau dahin, damit ich das nicht lange suchen muss oder so. Genau, und hier haben wir das Gleiche. Man muss erstmal das Material drauflegen und diese Materialien, die habe ich ja hier in dem Ordner auch schon mit drin. Hier könnte man mit der rechten Maustaste wieder ein Material erstellen. Ich nenne es jetzt mal M-Table. Ziehe das da drauf und auch da wieder Autodesk Interactive, Albedo und Normal und Fix und die Roughness. So, und das sieht dann eigentlich schon ganz gut aus wie ein Tisch und ich habe nicht das Gefühl, dass es zu niedrig aufgelöst ist in dem Fall. Eher, dass er zu klein ist.
Da kann man den einfach größer machen, wenn man will, oder den Raum kleiner. Das ist einem selbst überlassen. Und das ist so ein bisschen tricky, da die richtige Höhe zu finden. Genau, wenn man will, kann man natürlich auch immer hier diese verschiedenen Ansichten wählen. Also es gibt hier einmal eine Perspektivansicht und eine isometrische. Also einmal mit Verzerrung, einmal ohne, wenn man so will. Und dann kann man hier, ich habe jetzt ohne und ohne Verzerrung und von der Seite ausgewählt. Und dann kann ich das ganz gut platzieren. So. Ich kann auch sagen, hey, ich möchte das nicht im Shaded-Modus, ich möchte es im Wireframe-Modus sehen. Dann kann ich mir das hier einstellen, wie ich das brauche. Und meinetwegen wieder in den Shaded rein und auch wieder in die Perspektive. Und dann ist das ganz gut platziert. Mal gucken, wie sieht das hier aus. Ist halt da hinten irgendwo in der Ecke. Das kann man ruhig mal näher zur Kamera bringen. Also die Kamera ist ja später bewegbar, ne? Aber das haben wir jetzt noch nicht eingebaut. Deswegen wirkt das noch ein bisschen merkwürdig. Aber ich kann das ja hier rüber holen und vielleicht hole ich mir auch mal das Point Light hier rüber. Fällt mir gerade ein, damit man was sieht. So vielleicht. Ja, das ist quasi der Workflow. Einmal von vorne bis hinten einen kleinen Raum erstellt. Ich hoffe, das Video hat was gebracht. Wenn nicht, dann sagt mir Bescheid bitte. Oder wenn ich irgendwas vergessen habe oder schlauer machen könnte, gerne ab in die Kommentare damit. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.